Job? See? Dein Job. Was ist mein Job? Ach so. Also was machst du? Du machst die Schraube auf und im Zweifel muss ich dir helfen. Genau. Wenn ich das Glas hier drunter stelle. Genau. Also ich glaube, das hier müsste die Ölablassschraube sein. Sicher bin ich mir nicht. Ist auf jeden Fall fest. Sieht aus, wenn die Schraube kaputt geht. Bitte was? Sieht eher aus, wenn die Schraube da kaputt geht. Wieso? Ach, es war nur Salz, okay. Nicht kaputt. Bewegt sich kein Millimeter. Boah. Ja, dann machen wir das andersrum. Weil, wo Öl rauskommt, reinkommt, muss er doch reingehen. Jetzt habe ich aber schon etwas flutschige Finger. Unter die Schraube, ja. Okay. Das wird doch schon ein bisschen. Ein bisschen tiefer. Braucht das. Das sind noch einzelne Tröpfchen. Aber den Rücken durchdrehen. Nicht ein Tropfen daneben. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja. Ja, war eine gute Idee. Jetzt noch ein bisschen hier sauber machen, den Dipstick sauber machen. Vorhin alles ein bisschen mit WD-40 gereinigt, das ganze Salz abgewaschen. So gut es ging. Neues Öl rein. Und gut ist. Wobei ich denke mal, bei nächster Gelegenheit werde ich das auch ein bisschen lackieren. Rostet überall. Muss ja nicht sein. Das ist ja erst 3 Monate alt. Ja gut, wie gesagt, das ist jetzt nur oberflächlich, aber ich meine, das Messing anläuft, das ist ja auch normal, da ist nichts Schlimmes. Wie gesagt, dass der Motor jetzt so ein bisschen Rost wirft, das ist nicht schön, muss nicht sein, finde ich. Ja, weiter geht's. Ganz normaler Sonntagmorgen in der Marina. Ein Stegnachbar hat gerade sein Handy fallen lassen. Es liegt jetzt hier auf dem Grund. Keine Ahnung warum, aber die sind der Meinung, dass der Mario das raustauchen kann. Und haben erst mal rausgeklopft, ob Mario kurz helfen kann. Naja, versuchen können wir es, ja. Go up, so he fell. Yeah, straight down. Yeah. Alright. Well, I'll give it a try. Let's go to Beauvoir. Can you see in the water? A little bit. Hast du noch ein paar letzte Worte vor deinem Alligator-Tauchgang? Oh, what about the crocodile here? No, I don't think so. You're in? Yeah, he's You can see the eyes usually. Oh. Well, last time he was over there, but I don't think he was. today I Where? think he- Was? You're kidding? Seriously? huge. He's not that. There's people I just- dive there. Shut up. Okay, I'll be quick. Hi, big boy. Oh, yeah. No, 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 you're not going. He loves the water. Yeah. Well, So you failed? I failed, sorry. Yeah. Ugh. Yuck. See another day. I thought it was easier. It's very murky. So Yeah. once you're down, you can see maybe this far. It gets more dense and dense of the, Gets worse, huh? and yeah, once, yeah, I said I came to the bottom, was like, ugh, and I didn't even see it. So even with the lamp, I was swimming, looking, and then also, ugh. Yeah. And so it's very like sediments which are not really on the ground. You know what I mean? Yeah. So the sediments are like this thick. Yeah. As soon as you touch it. Exactly. So therefore with gear maybe, but without, sorry. That's Sorry.
Linden Bay. Linden Bay? Linden, yeah. Well, it's a couple hours. Yeah, it's not too bad. I mean, I don't want to ride from San Blas at night, so take it too short. Mach up. Mach up. Oh, your wind's catching you already. Here, give me that line back. Are you okay? Okay. Watch your stern there. Okay, have a good trip. Thank you. Thank you. you. You get a belt buster? Well, I wish I had one. Better with them. Don't forget your fender on the stern. Right. Huh? Hey, have a good trip. You too. Hasta la vista. Wo geht's heute hin? Ich würde erstmal noch kurz hier bei Alan Quentin vorbeifahren. Nochmal Tschüss sagen. Wir sind nicht da. Wir sind in die Stadt gefahren. Ach, die sind direkt durchgefahren, stimmt. Nein, stimmt. Ja, dann machen wir jetzt direkt einen Kurs Richtung Linden, übernachten da nochmal und morgen weiter Richtung San Blas. Müssen wir nicht alles in einem Schluck machen, haben wir ein bisschen mehr Zeit. Alles klar. Ganz da hinten im Hintergrund sieht man die Brücke, die über den Kanal, über den Panama-Kanal geht. Und ja, ich hoffe immer noch, dass wir irgendwann durch den Kanal durchgehen. Aber jetzt geht es halt erstmal für uns zurück auf die San Blas. Aber irgendwann machen wir es. Haben jetzt die Zivilisation wieder verlassen, Colón verlassen und sind jetzt nach knapp 5 Stunden wieder in Linden angekommen, wollen einen kurzen Pitstop machen. Heißt, wir werden jetzt gleich mal tanken, dann ankern, hier die Nacht verbringen und morgen früh fahren wir dann weiter auf die San Blas. So, der Regen hat uns jetzt die letzten 4 Stunden auch ein bisschen verfolgt. So richtig trocken geworden ist es nicht. Siehst ja auch schon schick aus in deiner Montur. Wunderschön.
smooth. Ich habe ihm gesagt, dass wir Diesel brauchen. Ich habe ihm schon gesagt, dass wir Diesel brauchen. Kannst du einmal mit annehmen? Keine Optimalbedingungen im Regen tanken, ne? So haben wir ja Dingens drum. Kommt ja keine Feuchtigkeit rein. Ah, mir geil was da. Ja. So, vollgetankt haben wir jetzt und jetzt versuchen wir uns einmal hier durchzuquetschen. Das ist mal ein bisschen ein Risiko. Laut Navionics Charts fährt man hier durch Land. Wir wissen aber, dass wir es bei gutem Wetter schon ein paar Mal gemacht haben. Allerdings sieht man jetzt aktuell gerade gar nichts. Also müssen wir uns ein bisschen blind darauf verlassen, unserem alten Track zu folgen. Das wird schon. Tja, wir waren jetzt hier ja, gute 2 Monate weg und irgendwie hängen immer noch die gleichen Boote rum wie vorher. Man weiß auch nicht so genau, ob die einfach hier alle nur gestrandet sind oder ob da wirklich Leute drauf wohnen noch. Also klar, vereinzelt sieht man mal Menschen drauf, aber es ist echt ja, faszinierend und erschreckend zugleich. Also ich verstehe nicht, warum man hier so lange rumhängt, wenn die San Blas vor der Türe sind oder auch die Boca del Toro. Da waren wir zwar jetzt noch nicht, aber die sollen auch wunderschön sein. Warum man hier in Linden bleibt. Man kriegt hier auch nichts. Wir hatten das, glaube ich weiß nicht, ob wir es erzählt haben oder nicht. Man braucht von hier noch mal 1,5 Stunden mit dem Bus, um überhaupt bis zum nächsten Supermarkt zu kommen und überhaupt einkaufen zu können. Also es ist irgendwie alles total strange hier. Aber es ist eine sehr eingeschworene Gemeinschaft. Also die hier sind, die kennen sich auch alle untereinander, helfen auch untereinander alle. Aber ja, es ist schon irgendwie ein sehr skurriler Ort. Und halt leider auch nicht der sicherste. Aber es ist faszinierend, ne? Es sind echt immer noch die gleichen Boote wie vor 2 Monaten. Es geht, nicht viele. Oh, ich finde schon. Sind schon. Ja. Ich finde, einige von unseren Dauercampern sind weg. Um ehrlich zu sein, fast alle. Nein, die meisten liegen ja da. Da liegt dieses Winnie-Pooh-Boot und da hinten erst, wo der Katamaran dazwischen ist. Der liegt auch schon immer hier. Die gelben da hinten liegen auch die ganze Zeit schon. Aber das sind alles die unbewohnten. Ah, die sind teilweise aber auch bewohnt. Wie viel?